Servus zusammen, heute geht es mal wieder weiter mit Malifaux. Ich habe euch hier eine der Coreboxen mitgebracht, die werden wir uns ansehen, in Bezug auch auf die Figuren, was hier in der Box alles enthalten ist. Und ich werde auch die Frage da ein bisschen aufbringen, wieso diese Boxen für den Anfang notwendig sind, wieso man diese braucht. Im weiteren Verlauf des Videos seht ihr dann natürlich auch noch die zusammengebauten Figuren hier aus dieser Box. Dann hätte ich gesagt, wir starten einfach mal in das Thema rein, hier mit der Box selbst bzw. den Boxen. Diese sind für Malifaux essentiell, denn ihr habt vom Aufbau her immer eine Crew, die aus einem Master besteht mit einem Totem. Die beiden Figuren bekommt ihr quasi kostenlos für eure Crew und dann habt ihr noch die Möglichkeit, diverse Henchmen und auch Minions mitzunehmen, wobei die Minions mehr so das Fußvolk sind, kann man sagen, und die Henchmen mehr oder weniger die Elite-Einheiten, also namhafte Charaktermodelle in diese Richtung. Und all das bekommt ihr hier in diesen Boxen. Jede Box ist immer zugeschnitten auf einen der Master. Ihr habt hier diese Masterfigur drinnen, das dazugehörige Totem und dann meistens 3 Minions und einen Henchman, so wie es auch hier in dem Fall ist. Und daher sind diese Boxen auch ganz wichtig, denn nur so kommt ihr eigentlich an die Master- und Totemfigur auch ran. Also diese Figuren aus den Boxen, aus den Core-Boxen, sind an und für sich anders nicht erhältlich. Das mal dazu, wieso diese Boxen essentiell für Malifaux sind. Und ich hätte gesagt, wir wechseln jetzt kurz die Perspektive und schauen uns mal an, was wir hier so in der Box alles bekommen. Hier haben wir nun unsere Beispiel-Core-Box, in dem Fall die Box der Lady Justice. Wie ich schon sagte, ihr bekommt hier in diesen Boxen jeweils immer einen Master, dazu das benötigte Totem, einen Henchman und dann 3 Minions. In unserem Fall hier die Death Marshals. Und wenn ihr eben wie in diesem Fall Lady Justice spielen wollt, führt kein Weg an dieser Box hier vorbei. Dann machen wir es mal auf. Also sehen schon, das ist der ganze Inhalt der Box, da ist nicht viel. Also hier nicht schrecken, die Karten sind hier lose, die sind noch extra eingeschweißt. Ich hatte die Box aber schon mal offen gehabt, daher sind die Karten hier jetzt einzeln dabei gewesen, also bereits geöffnet. Die liegen aber normal nicht so in der Box bei. Ihr habt hier dann eben diese im Tarot-Format gehaltenen Karten jeder einzelnen Figur mit eben der Vorderseite, mit den wichtigsten Profilen und auf der Rückseite dann die Attack Actions und Tactical Actions, die die Figur durchführen kann. Das eben für jede der Figuren. Dann natürlich die Bases und ganz wichtig dann noch die Figuren hier selbst. Und da ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, die Qualität der Figuren. Also hätte ich es nicht gewusst, meine erste Annahme wäre gewesen, das sind Figuren von Games Workshop und eben nicht irgendwelche anderen Figuren zu einem anderen Spielsystem, denn die Qualität und auch der ganze Aufbau von den Gussrahmen her, wenn man sich das so ansieht, ist dann schon sehr vergleichbar mit der Qualität von Games Workshop. Dementsprechend, auch was hier zu sagen ist, diese neueren Bausätze eben aus Kunststoff. Ich glaube, die älteren, vor allem die ganz alten Figuren der ersten Edition von Malifaux, das waren noch Metallfiguren. Und ob es dann jetzt in der Zwischenzeit einmal Resin gab oder generell alles mittlerweile aus Plastik ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr seht hier schon eine richtig super tolle Qualität. Und ich bin da schon sehr gespannt, wie einfach sich die zusammenbauen lassen und wie viel Spaß das Ganze macht.
Denn was wir hier nicht haben, ist eine Bauanleitung der einzelnen Figuren. Ja, es besteht jede Figur vergleichsweise nur aus wenigen Teilen, daher wird es nicht notwendig sein. Und soweit ich das hier jetzt mal beurteilen kann, scheinen die einzelnen Figuren thematisch getrennt zu sein. Also das hier scheint eine Figur zu sein. Dann hier dieser Teil ist eine Figur und so weiter. Also das dürfte dann schon ganz gut übersichtlich sein. Und das war es dann auch schon. Mehr ist hier nicht drinnen. Da bekommt ihr alles, was ihr fürs Spielen braucht. Und ich hätte gesagt, als nächstes schauen wir uns dann gleich mal die fertigen Figuren an. Ein neuer Tag. Ich habe gestern am Nachmittag die Figuren der Corebox noch zusammengebaut, nachdem ich den vorangegangenen Teil des Videos gedreht hatte. Und ich werde euch die jetzt hier im Anschluss auch gleich nochmal zeigen. Nur mal als kleiner Teaser. Lady Justice, der Master der Truppe, und mit der Figur hatte ich so ein paar kleine Schwierigkeiten. Hier nun also die insgesamt 6 Figuren aus der Lady Justice Corebox zusammengebaut. Ihr bekommt in der Box eben als euren Master hier Lady Justice, als Totem Scales of Justice hier, als einzigen Henchman in der Box The Judge, das ist diese Figur, und dann noch insgesamt hier hinten die 3 Death Marshals. Alles in allem waren die sehr schön zusammenzubauen, auch ohne Zusammenbauanleitung ist das eigentlich sehr schnell gegangen. Das einzige Problem hatte ich eigentlich nur bei dieser Figur hier, was ich auch nicht ganz verstehen konnte, denn die meisten dieser Teile hier für die Flammen waren lauter Einzelteile. Gleiches gilt auch für den Kopf der Figur. Das sind insgesamt mit dem Hut 4 Teile. Also man hat quasi das Gesicht, den Hut und dann diese flammenden Haare hinten. Das sind auch nochmal 2 einzelne Teile. Das war ein bisschen ein Krampf, das herauszufinden, wie die zusammenzubauen sind. Bei den Rest der Figuren ging es eigentlich recht einfach vom Zusammenbau, auch ohne Anleitung. Aber für diejenigen, die es vielleicht doch etwas schwieriger finden, habe ich herausgefunden, es gibt auch die Zusammenbauanleitungen auf der Webseite von Word Games, also kann man sich da auch behelfen. Ansonsten beim Zusammenbau ist es eigentlich recht schnell und einfach gestern Nachmittag vonstatten gegangen. Ich hatte eigentlich keine größeren Probleme. Die Teile passen eigentlich sehr gut zusammen, ohne irgendwelche Probleme. Man weiß eigentlich auch sofort, wo was hingehört, also überhaupt kein Problem. Und auch bei solchen Dingen wie hier mit den beiden Armen, dem Schwert, die dann zusammengeklebt werden müssen, damit das Ganze hier dann zusammenpasst, war es auch kein Problem. Einmal kurz hingehalten und es hat eigentlich schon gepasst. Also auch da von der Qualität her sehr gut. Ich habe mich da auch ein bisschen an die Bausätze von Games Workshop erinnert, also schon von den ganzen hier Gussrahmen sieht das Ganze auch schon, habe ich ja vorhin schon gesagt, nach Games Workshop aus, und das hat sich dann auch beim Zusammenbau ein bisschen so durchgezogen. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich geraten, dass das ein Games Workshop Bausatz sein könnte. Wie gesagt, die einzige Figur, die nur Probleme gemacht hat, war die hier, in der Form, dass eben diese Flammen aus sehr vielen Einzelteilen bestanden hatten und auch eben der Kopf aus 3 bzw. mit dem Hut 4 Teilen. Im Gegensatz bei dieser Figur, da war der komplette Körper, oder die Figur war der komplette Körper, nur ein einziges Teil, da waren dann nur mehr die Arme dran zu kleben und der Kopf. Und hier war es auch ähnlich, sehr viel weniger Teile als wie bei der mittleren Figur, und das, obwohl alle 3 Minions sind für das Marshal Keyword. Also fand ich ein bisschen komisch, wie sie das da gemacht haben,
weil das sind eigentlich keine Charaktermodelle. Im Gegensatz bei hier Lady Justice selbst, das war ziemlich einfach. Da war der Körper aus 2 Teilen, die Beine und dann noch die Arme und der Kopf, und das Thema war eigentlich so gut wie erledigt. Für all diejenigen, die mit Malifaux noch nichts anfangen können, ich habe ja schon ein Video gemacht, wo ich das Spielsystem ein bisschen vorgestellt habe. Das werde ich euch hier jetzt in der Infokarte verlinken, falls das jemand noch nicht gesehen hat oder sich informieren möchte. Ansonsten, wie gesagt, im anderen Video noch kurz, man hat eben dann einen Master und ein Totem, das euch keine Punkte kostet oder keine Soulstones, was quasi das Punktesystem ist bei Malifaux, sondern ihr zahlt nur für die anderen Figuren. Das wären hier die 3 Death Marshals als Minions und als Henchman der Judge. Und die kommen zusammen dann auf 25 Soulstones, also jeweils 5 Soulstones für die Death Marshals, und der Judge kostet 10 Soulstones. Also macht es insgesamt 25 Soulstones. Das ist eigentlich die Hälfte von dem, was man für eine normale Spielgröße hat, inklusive dann noch zusätzlich eben Lady Justice und Scales of Justice. Also kann man davon ausgehen, so noch 3 Figuren wahrscheinlich dazu, vielleicht 4, und man ist vollständig auf den 50 Soulstones mit einer fertigen Crew. Auf jeden Fall mit diesem Death Marshal in der Mitte, diesen ganzen vielen Einzelteilen, weiß ich jetzt auch, wieso sie Word Games heißen. Also das ist wirklich sehr, sehr komisch gewesen mit dieser vielen Anzahl von Teilen für so eine Minions-Figur oder generell für so eine Figur, wo die anderen zwar nicht unbedingt nicht wenige Teile hatten, aber durchaus weniger als diese einzige Figur hier.